machen. Transitproblem. Sobald irgendwo ein Fehler da ist, hupt's, kennt ja jeder. Die einzig gute Lösung, die mir eingefallen ist das Umlegen des Huppenrelais sekundär auf Strom nur bei Zündung. Hier. Sicherung 44 ist das Huppenrelais, Arbeitsseite. Sicherung 48 ist nicht nur das Huppenrelais primär, sondern auch noch die elektrischen Fenster und ich weiß nicht wie viel noch. Ich habe ja hier nur Teilschaltpläne. Deswegen ist es am sichersten, man legt nicht die Primärspule vom Relais, vom Huppenrelais um, sondern den Arbeitskontakt. Jetzt werden sich manche schlaue Leute fragen, warum repariert der Dödel nicht einfach, was kaputt ist? Dann muss er nicht die Hupe umklemmen auf Zündungsplus. Das liegt daran, weil ich das viele Geld für ein Hecktürschloss nicht bezahlen will und weil es den kaputten Motor fürs Hecktürschloss nicht einzeln gibt. Also habe ich mir einen billigen Schlosssatz gekauft und jetzt kann man bei mir die Schiebetür und die Hecktür mit dem Schlüssel ganz normal absperren und das mag die Zentralverriegelung vorne nicht haben. Egal was ich mache, außer ich lege sie völlig still, es hupt. Und das liegt nicht am Türkontakt, dass die Warnung da wäre, dass eine Tür offen ist. Diese Kontakte funktionieren, die habe ich gelassen. Also meine Lampe im Armaturenbrett geht aus, dass eine Tür offen ist. Für beide Türen, also beide Türen, alle 4 Türen werden überwacht. Die Hecktür und beide Fronttüren über die Zentralverriegelung selber und die Seitentür, wie üblicherweise, wie in Serie immer noch mit einem Türkontaktschalter. Es gibt also keine Möglichkeit für mich, dieses Hupen anders abzustellen, als einfach die Hupe der Hupe ist unmöglich zu machen, ohne Zündung zu hupen. Dann ist dieses lästige Problem nämlich aus der Welt. Ich kann meine vordere Zentralverriegelung behalten und kann hinten meine mechanischen Schlösser haben und bin nicht gezwungen, wegen diesem Blödsinn die ganze Zentralverriegelung stillzulegen. Das ist nämlich sehr unpraktisch, weil ja der Transit auf der rechten Seite auch kein Schloss für Schlüssel hat. Das heißt, man müsste sich, wenn man die ganze Zentralverriegelung stilllegt, immer rüberlehnen und hier den Schalter betätigen. Und auch beim Öffnen könnte man auch, wenn die Zentralverriegelung stillgelegt ist, sperrt hier nicht auf, wenn ich beim Fahrertürschloss mit dem Schlüssel aufsperre. Dann müsste ich mich immer noch rüberlehnen und hier den Griff ziehen. Und das will ja auch keiner haben. Also versuche ich, so viel Zentralverriegelung zu retten wie möglich. Aber ich werde nicht einige 100 Euro ausgeben, um den ganzen Mist zu reparieren. Dafür ist das Auto zu alt. Und es ist mir auch zu unsicher. Man will ja nicht wieder irgendwie mit Blech zerstörend einsteigen müssen.
bloß weil die Zentralverriegelung hinten mal wieder die Arbeit quittiert. Kennt man ja das Transitproblem. So viel dazu. So. Dies ist die Relaisplatte. Also die Hilfssicherungsbox oder wie immer das heißt, weil die eigentliche Sicherungsbox ist ja dahinter. Und die interessiert jetzt hier nicht. Interessieren tut die Relaisplatte. Ich konnte sie ausbauen hier. Man kann die ausklipsen aus dem Halter. Und dann kann man hinten an die Kabel. Und da ergibt sich jetzt die Möglichkeit, dieses also man kann nicht die Hupensicherung hinten auf, das ist die Hupensicherung, Nummer 44. Nein, die ist es, 44er. Ich habe hier schon den Kontakt rausgenommen, den sekundären. Und ich kann aber nicht die Primärseite umlegen auf Zündungsplus, weil diese Reihe und diese Reihe an einem einzigen Kontaktband hängen. Das da. Hier Dauerplus. Und deswegen muss ich diesen Steckplatz aufgeben. Ich kann also nicht auf 44 bleiben. Ich kann nicht mal diese blöden Kontakte auspinnen, ohne sie kaputt zu machen. Also ich habe alles versucht, aber ich kriege die nicht raus, ohne sie kaputt zu machen. Ich konnte ihn mühsam wieder hinbiegen, dass er eine Sicherung aufnimmt und die nicht gleich rausfällt, aber hilft mir jetzt auch nicht viel. Gut, ich habe also hier einen Arbeitsstromkreis, der ist von der kalten Seite der Sicherung zum Hupenrelais R14, dieses hier. Und kann man rausziehen, kann man auch drin lassen. Den müsste man also jetzt umlegen auf diese graublaue Sammelleitung für Zündungsplus. Kommt von diesem Relais her und wird dann eben über einen Zündschlüssel eingeschaltet dahin. Und das ist nur mit Gaffertape oder irgendwas in dieser Richtung, Gewebe, Isolierband, geschützt. Ist ja normal nicht zugänglich in diesem Kasten drin. Habe ich schon weggefummelt, wie man sieht. Ist allerdings widerstandsgeschweißt. Wenn ich jetzt da drauf löten will, brauche ich viel Leistung. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich es mache. Ich habe leider keine kleine Punktschweißanlage, womit das natürlich super zu lösen wäre, das Problem. Jedenfalls muss ich das, das ist sicherungsseitig. Das wäre also ideal, wenn das in einen Steckplatz käme. Hier zum Beispiel hätte man es reintun können, aber dazu brauche ich zwei gute Kontakte. Einen, den ich auspinnen kann, der zum Relais geht und der da auch wieder einführbar ist und dann einrastet.
und einen zweiten Kontakt, den ich ankrimpen muss an ein kurzes Kabel, was an die blau-weißen geht. Ja? Am Ideal wäre es natürlich, ich könnte diesen Kontakt auspinnen und einen anderen Kontakt noch dazu tun. Aber gut, kann ich alles nicht. Meine schnelle, schmutzige Lösung war ein Universalsicherungshalter für Miniatursicherungen. Den kann ich jetzt da dran, den muss ich natürlich aufschneiden. Ne? Das werde ich jetzt so machen, dass ich den da abschneide, hier durchführe, durch zwei freie Löcher, sodass der hier zu liegen kommt und dass jeder, der das Auto später mal kaufen möchte oder so, sieht, aha, diese Sicherung gehört da irgendwie hin, aber doch nicht richtig. Und das ist halt dann die Nummer 44 Hupensicherung. Und am besten einmal hier durchführen und einmal hier durchführen, sodass das einigermaßen gut liegt. Und dann habe ich hinten die Möglichkeit, das damit zu verbinden und die andere Seite damit. Und wenn das fertig ist, dann kann man dieses Auto absperren, ohne dass die Hupe ertönt, weil ja gleichzeitig die Zündung aus ist, wenn man sowas macht. Und da man es nur sekundär am Hupenrelais gemacht hat, hat es auch keine anderen Nebeneffekte, dass plötzlich ein Primärarbeitsstromkreis, ein Primärkreis für mehrere Relais dann plötzlich auf Zündungsplus liegt, statt auf Befehle zu warten, wenn die Zündung aus ist. Das kann man ja nicht ohne weiteres wissen, ob das Nebeneffekte hat. Wahrscheinlich hat es Nebeneffekte. Zum Beispiel in dem Fall hier, dass du die Fenster dann nur noch bei Zündung an rauf und runter bekommst. So, das muss ich keinem zeigen, wie ich das mache. So gut wie möglich, weil wenn man Push baut, brennt die Karre ab. Noch eine Ergänzung zum Schluss. Auf gar keinen Fall sowas verwenden. Da bettelt man um Probleme.